Ich zeige dir nacheinander den Ablauf von der Angebots- bis zur Rechnungserstellung und mit welchen Funktionen du Geld und Zeit einsparen kannst. Also, los geht's. Zeige ich euch die Schritte vom Angebot bis zum Steuerberater einmal an einem Durchgang. Um ein Angebot zu erstellen, gehen wir hier auf Aufträge, erstellen das Angebot, klicken einfach drauf und erstellen uns einen Kunden. Zum Beispiel als der Kunde Testkunde. Sobald ich was eingebe und eventuell schon eine Person so ähnlich heißt, wird die uns angezeigt mit der Kundennummer. Ja, es könnten hier noch mehrere angezeigt werden. Ich möchte aber jetzt nicht die Person auswählen, sondern ich möchte einen neuen Kontakt erstellen. Dann gibt es bei Safdesk zwei Dinge. Entweder ist es eine Person oder es ist eine Organisation. Bei einer Person habe ich auch noch die Möglichkeit für die Anrede. Wenn ich Sonstiges auswähle, kann ich zum Beispiel reinschreiben, das ist die Familie. Ich möchte aber jetzt hier wirklich eine männliche Person einfügen. Das heißt Herr, Titel habe ich keinen, Fabio Test. Namenszusatz habe ich auch keinen. Straße wohne ich immer noch gleich. Kontaktdetails, wenn ich hier zum Beispiel eine Telefonnummer eingebe und eine E-Mail-Adresse eingebe, das habt ihr vorhin schon gesehen. Das, was ich hier eingebe, wird automatisch schon hinterlegt bei meinem Kunden. Wenn ihr zum Beispiel Zahlungsinformationen eingebt, dann könnt ihr auch sofort aus Safdesk heraus überweisen. Ich habe jetzt den Kunden erstellt, meine Kopftexte und so weiter, die passen alle. Ich sage jetzt hier meine Produkte. Bei den Positionen füge ich einfach eine Position ein, zum Beispiel Erstellung von Funnel. Mache ich einmal für 800 € und sage, was dabei ist, zum Beispiel WordPress-Installation. Dann mache ich eine Position hinzufügen. Dort ist es dann noch mein Online-Kurs, automatisiertes Unternehmen, das dazu gebucht wird für 499 € auf der Webseite www.automatisiertes-unternehmen.de. Wenn ihr das nicht immer alles tippen möchtet, dann gibt es auch Artikel, zum Beispiel Artikel 5. Ich klicke also hier, wenn ich das jetzt einmal eingegeben habe, auf Artikel erstellen, habe meinen Produktnamen, habe eine Artikelnummer, die ich auch verändern kann, je nachdem, zum Beispiel Artpunkt oder ich lasse es komplett weg, dann habe ich nur eine Zahl. Ich kann auch sagen, ich starte bei 800 und dann ist der Artikel bei 800 und der nächste Artikel wird dann 801 und so weiter. Ich kann die Einheit verändern. Ich kann den Bestand, den ich im Lager habe, verändern. Ich kann eine Kategorie einfügen, zum Beispiel eine Dienstleistung. Die Kategorien kann ich bei den Einstellungen ändern. Und meinen Einkaufspreis, ich kaufe zum Beispiel für 200 € ein, den Artikel 5, und verkaufe ihn aber für 800 €. Die Beschreibung wird eingefügt, wenn ihr bei den Einstellungen ausgewählt hattet, bei eurem Briefpapier, dass ihr die Produktbeschreibung mit abdrucken möchtet. Ich habe das standardmäßig immer drin, weil ich möchte die Produktbeschreibung immer dabei haben. Also Beschreibung 1, 2, 3 gebe ich hier ein. Intern kann ich auch noch eine Bemerkung setzen. Bemerkung intern, hallo. Erstellen. Dann wird der Artikel erstellt und ist hier automatisch drin. So, sollte ich jetzt also ein neues Angebot erstellen und ich habe die Position noch nicht drin, mache ich hinzufügen, wähle Artikel 5 aus. Kommt das schon, ich klicke drauf, habe einmal den Artikel 5 für 800 € mit der Beschreibung, die schon drin ist. Ein weiterer Vorteil von Safdesk, ich kann auf Klick eine Position als optional hinzufügen, dann wird sie nachher hier unten rausgerechnet. Ihr seht, wie es sich verändert. 2099, wenn ich auf optional klicke, wird es rausgerechnet und kommt als Summe optionaler Positionen unten hinzu. Das möchte ich jetzt abschicken. Ich gebe noch eine Referenz ein. Zum Beispiel arbeite ich für einen Lieferanten und mache dort als Suppler eine Tätigkeit für Lieferant und Unterlieferant. Das gebe ich ein, damit die Bescheid wissen, woher das kommt. Gehe auf Versenden und ihr seht schon, automatisch wird mein Angebot erzeugt. Mein QR-Code ist jetzt weg. Ich habe hier alles, was ich brauche. Angebotsnummer, Referenz steht hier, Kundennummer von diesen Kunden. Ansprechpartner bin ich persönlich und da stehen alle Sachen drauf. Optionale Position wird hier geklammert und steht unten nochmal als Summe optionaler Positionen. Da ich Kleinunternehmerregelung ausgewählt habe, wird auch hier keine Umsatzsteuer hinzugefügt. Ansonsten stünde sie dann da. Eine Seite, das Angebot ist fertig. Ich versende es als E-Mail. Per E-Mail versenden. Ihr seht, alle Sachen, meine Signatur ist eingefügt, automatisch alles so, wie ich wollte und klick einfach auf E-Mail versenden und das Angebot wird jetzt als offen
angezeigt. Ihr seht auch immer, wann ihr das Angebot versendet habt. Ihr könnt zum Beispiel das Angebot taggen. Also wenn ihr Lieferanten habt, dann könnt ihr immer dem Lieferanten zum Beispiel einen Tag hinzufügen. Müsst ihr jetzt aber nicht machen. Also ich mache zum Beispiel nie. Und habe dann bei meinen Aufträgen eine Übersicht von allen Angeboten, die ich jetzt verschickt habe. Die wird natürlich nachher ganz voll werden. Ja, da habt ihr dann ganz viele Angebote drinstehen. Wenn jetzt ein Kunde sagt, naja, ich bestelle das Angebot, dann klicke ich hier einfach entweder ins Angebot rein, bei mehr auf Auftrag erhalten und ihr seht schon, was passiert. Ihr seht einen grünen Haken. Das Ganze kann ich aber auch in der Übersicht machen, indem ich auf den Punkte klicke und auf Auftrag erhalten. Oder in dem Fall sage ich jetzt sogar einfach mal Auftrag abgelehnt. Dann seht ihr das auch hier. Das heißt, ihr müsst eigentlich immer nur nach den gelben Punkten Ausschau halten und sagen, okay, was ist mit diesem Kunden passiert? Was ist mit diesem Angebot? Ist das jetzt eigentlich noch offen? Ist es abgelehnt oder habt ihr es erhalten? Vom Angebot erstelle ich eine Auftragsbestätigung, indem ich einfach im Angebot auf Auftragsbestätigung erzeugen klicke und dann fragt er mich, weil ich hier eine optionale Position drin hatte, ob ich die jetzt tatsächlich mit in die Auftragsbestätigung mit hinzubuchen möchte oder ob ich sie weglassen möchte. Also der Kunde hat ja die Auswahl, ob er diese Position haben möchte oder nicht. Wenn er die haben möchte, als Aufpreis beispielsweise, dann wähle ich sie aus und sie wird automatisch in die Auftragsbestätigung als Position hinzugefügt. Ihr seht, jetzt sind wir hier bei 2099. Meine Auftragsbestätigung ist jetzt schon fertig. Die Auftragsnummer, die Auftragsbestätigungsnummer ist auch hier schon automatisch hinterlegt. Das Datum ist hinterlegt. Ich habe die Referenz immer noch, das ist die gleiche, die wird übernommen. Es wird alles automatisch übernommen und es steht im Betreff auch automatisch Auftragsbestätigung AB 1000 aus Angebot AN 1001. Man kann also immer zurückverfolgen, aus welchem Angebot wurde welche Auftragsbestätigung, wurde welche Rechnung und so weiter. Also auch hier wieder versenden, als E-Mail versenden, per E-Mail versenden und zack, wird auch hier wieder im Anhang finden Sie Ihre Auftragsbestätigung. Vielen Dank, dass Sie sich für uns entschieden haben. Automatisch wird der richtige Text eingefügt. Auch der Betreff ist jetzt automatisch richtig mit der AB-Nummer hinterlegt. Die Auftragsbestätigung ist im Anhang, so wie wir es wollten. Ich sende mir wieder eine Kopie, E-Mail versenden. Anschließend steht hier auch Auftragsbestätigung versendet. Die Auftragsbestätigung finde ich jetzt nicht bei den Angeboten natürlich, sondern hier bei den Aufträgen und da habe ich dann auch eine Übersicht, welche schon versendet wurde oder welche nicht. Ich kann ganz einfach aus der Auftragsbestätigung einen Lieferschein erzeugen oder beispielsweise, und das möchte ich jetzt machen, eine Rechnung erzeugen. Klicke ich einfach auf Rechnung erzeugen, kann auch eine Teilrechnung oder eine Abschlagsrechnung machen und den Wert angeben, ob das jetzt prozentual oder ein fester Betrag ist, netto und brutto auswählen oder ich möchte jetzt einfach eine Schlussrechnung machen. Da klicke ich einfach auf Erstellen. Möchte ich den Kopf- und den Fußtext vom vorherigen Dokument übernehmen, dann würde hier dran stehen, wenn ich zum Beispiel in der Auftragsbestätigung was anderes drinstehen haben möchte als in der Rechnung, dann würde ich sagen, nicht übernehmen. Das heißt, hier klicke ich auf Nein. Und dann habe ich das, was ich vorher in meiner Textverwaltung eingegeben habe als Standard für meine Rechnung, habe ich dann auch hier stehen. Als Zahlungsziel wähle ich 14 Tage. Wenn ich im Zahlungsziel etwas reinschreibe, dann sehe ich automatisch die Zahlungsbedingungen, Zahlung innerhalb von 14 Tagen Abrechnungseingang ohne Abzüge. Möchtet ihr ein Skonto hinzufügen? Dann geht ihr hier unten auf weitere Optionen und sagt einfach, wenn jemand nach 7 Tagen bezahlt, dann lasse ich ihm 2% nach. Auch das wird dann automatisch unten eingefügt, also Zahlung innerhalb von 7 Tagen, kriegt er 2% Skonto. Wenn er innerhalb von 14 Tagen bezahlt, dann ohne Abzüge. Dann könnt ihr noch auswählen Überweisung, Lastschrift und so weiter. Das sind dann auch wieder Standardtexte hinterlegt von Safdesk direkt. So, damit hätte ich auch meine Rechnung fertig und versende diese auch per E-Mail. Natürlich auch wieder Betreff hier richtig. Mein Schreiben ist hier richtig. Die Rechnung ist im Anhang. Das ging schnell. Das bedeutet jetzt, ich habe eine offene Rechnung und zwar mit dem Betrag 2099 netto. Wenn ihr Umsatzsteuer verlangt, dann wird natürlich hier ein anderer Betrag stehen. Den Kunden, da können wir auch immer draufklicken und kommen dann direkt zum Kunden. Hier ist immer hinterlegt, was nacheinander passiert. Also haben wir einen kleinen Verlauf. Aufträge, also Angebot und Auftragsbestätigung werden hier angezeigt, die Rechnungen werden hier angezeigt, dann gibt es noch Gutschriften, Belege und so weiter und so fort. Also zurück zur Rechnung. Die ist am 1.3. versendet worden. Sie ist festgeschrieben, das heißt, ich kann sie auch nicht mehr verändern. Wenn ihr zum Beispiel Rechnungen auch im Nachhinein verändern möchtet, gehe auf Einstellungen, System, dann auf Aufträge und Rechnungen und nach unten scrollen, um automatische Festschreibung bei Rechnungsversand herauszunehmen. Und das speichere ich natürlich ab, ganz oben auf Speichern. Wenn ich eine neue Rechnung erzeuge, versende eine neue Rechnung, dann seht ihr, die Rechnung ist nicht mehr festgeschrieben.
So, damit ist die Rechnung jetzt fertig. Ihr seht schon, sie ist fällig, weil ich kein Zahlungsziel angegeben habe. Das heißt, sie wird sofort fällig. Und ich habe keinen Betrag angegeben. Das heißt, ich möchte die Rechnung natürlich jetzt bearbeiten. Da ist ein Fehler drin. Also gehe ich auf die Rechnung, auf Mehr, Dokument bearbeiten. Ich muss hier dann auch Bearbeiten auswählen. Dann kann ich die Rechnung wieder bearbeiten. Zahlungsziel lasse ich mal auf heute. Dann können wir nämlich gleich noch zusammen eine Mahnung erstellen. Alles andere lasse ich gleich. Erzeuge aber hier noch den Artikel 5 und versende sie wieder. Wenn ihr sie nicht wieder an den Kunden versendet möchtet, sondern nur zum Beispiel das Zahlungsziel ändert, dann könnt ihr auch hier einfach auf Herunterladen gehen, dann wird sie auch festgeschrieben. Also die Rechnung ist jetzt fällig und ich möchte eine Zahlungserinnerung verschicken. Dann klicke ich hier auf die Punkte, Mahnung, Zahlungserinnerung versenden. Dann werden auch wieder meine Texte automatisch übernommen. Hier möchte ich den Fuß- und Kopftext vom vorigen Dokument übernehmen. Sage ich nicht mehr anzeigen und nein, möchte ich nicht. Anschließend versende ich auch hier über den Button ganz einfach meine Zahlungserinnerung. Per E-Mail versenden, auch hier wieder, wenn ihr einen Mahnungstext eingefügt habt, das habe ich nicht, deshalb wird hier der Rechnungstext verwendet, dann ist auch hier wieder alles hinterlegt. Dann seht ihr hier die Mahnstufen, den Betrag, Zahlungsziel und wann es versendet wurde. Ob eine Rechnung gemahnt wurde oder nicht, seht ihr auch hier. Wenn ihr bei den Rechnungen links schaut bei fällig, dann steht auch drunter direkt gemahnt. Es gibt auch monatliche Rechnungen, die automatisch erzeugt werden können. Dazu müsst ihr eine wiederkehrende Rechnung erzeugen und das heißt hier wiederkehrende Rechnung erstellen. Ihr fügt wieder alles ein, wie ihr es vorher auch schon gemacht hattet und generieren die Rechnung automatisch und sagen auch, sie soll automatisch per E-Mail versendet werden und ich nehme die ganz normale Standard-Textvorlage für Rechnungen, weil wir hier bei Rechnungen sind. Könnt ihr dann noch hier eine Referenz eingeben. Die erste Rechnung beginnt am 1.3. Sie kommt jeden Monat, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder es gibt auch andere Intervalle. Ich sage jetzt einfach mal monatlich. Wenn ich kein Enddatum wähle, dann wird es einfach dauerhaft weitergeführt. Ich sage aber, ich möchte das nur für ein paar Monate machen, bis zum 30.09. erstellt. Und damit aktiviere ich jetzt die automatische Rechnungsgenerierung. Achtung, die Rechnungen werden immer nachts verschickt. Das heißt, so um 0:05 oder 0:10 kommen meistens die Rechnungen an. Ihr seht jetzt hier, die automatische Generierung ist aktiviert und das automatische Versenden ist ebenfalls aktiviert. Das heißt, heute Nacht wird eine Rechnung verschickt um 0:10 an Herrn Fabio Test. Und das Ganze jeden Monat über diesen Betrag seht ihr immer hier alle Rechnungen, die dafür erzeugt wurden und könnt sie einzeln durchklicken. Jetzt müssen wir noch Safdesk mit unseren Bankkonten verbinden. Dazu gehen wir hier links auf Zahlungen und legen einmal ein Zahlungskonto an. Dazu wählen wir eine Bank. Ich sage zum Beispiel jetzt die Sparkasse. Sparkasse, ihr könnt auch einfach die BIC von der Sparkasse angeben, also so wie jetzt ich, Kreissparkasse Heilbronn und sagt Konto verbinden. Dann müsst ihr eure ID eingeben, den PIN eingeben, den PIN immer speichern, denn ansonsten zieht Safdesk nicht automatisch die neuesten Zahlungen runter. Ihr seht schon, Powered by Fin API, das heißt, ihr seid auch hier auf der sicheren Seite. Schaut immer hier oben nach dem Schloss. Wenn hier ein Schloss angezeigt wird, dann seid ihr in einem SSL-Zertifikat, das heißt, es ist eine sichere Verbindung und dann könnt ihr auch den PIN speichern. Die Nutzungsvereinbarungen müsst ihr akzeptieren und dann könnt ihr die Bankdaten abrufen. Dann müsst ihr das TAN-Medium wählen. Ich nehme immer die animierte. Automatisch speichern, Bankdaten abrufen. Dann müsst ihr einmal mit Hilfe einer TAN zustimmen. Dazu gibt es dieses Gerät hier. Ja. Und anschließend werdet ihr weitergeleitet wieder zu Safdesk. Ihr erhaltet dann eine Bestätigung, die Bank wurde erfolgreich verknüpft, eure Kontennummer, das Konto, das dahinter steckt, der Kontostand, die Transaktionen, Überweisungen und ihr könntet dann hier weitere Konten der Kreissparkasse zum Beispiel hinzufügen. Das möchte ich jetzt aber nicht und ich lege jetzt einfach dieses eine Konto an und anschließend erhaltet ihr schon eine Übersicht über alle Zahlungen, die eingegangen oder auch ausgegangen sind, rot und gelb markiert. Das heißt zum Beispiel, ein Kunde hat euch etwas bezahlt, nämlich eine Rechnung bezahlt und das ist jetzt hier der Geldeingang. Dann könnt ihr mittels eines Klicks die Rechnung dazu suchen. Hier habt ihr dann die Übersicht zu den Rechnungen. Ihr wählt diese Rechnung hier zum Beispiel aus. Da der Betrag jetzt nicht übereinstimmt,
meckert er und sagt, Grund für die Differenz von einem bestimmten Betrag könnt ihr auswählen. Das ist zum Beispiel eine Sammelbuchung und diese müsst ihr dann noch weiterhin zuordnen. Also jetzt haben wir hier ein Dokument hinterlegt, aber wir haben noch einen Differenzbetrag von 600 Euro und diesen müssten wir dann zum Beispiel noch in der zweiten Rechnung zuordnen. Erst dann wird hier das Ganze auf ganz grün geändert. Derzeit ist es jetzt halb gelb und halb grün, weil da ein Teil passt und ein Teil noch nicht. Dann gibt es natürlich nicht nur Zahlungseingänge, sondern auch Zahlungsausgänge. Das heißt, ihr kriegt Rechnungen von anderen, die ihr natürlich bezahlen möchtet. Dazu geht ihr hier auf Belege und ladet beispielsweise einen Beleg hoch. Das könnt ihr mittels der App von Safdesk machen, dass ihr Dokumente scannt und direkt hier reinziehen könnt. Oder ihr scannt eure Dokumente mittels eines Scanners und ladet die Datei dann einfach hier zum Beispiel hoch, indem ihr auf Ausgabe erfassen geht und hier einen Beleg hinzufügt. Also entweder ihr klickt dann hier rein oder ihr geht hier auf Datei auswählen, dann öffnet sich das Fenster und ich möchte zum Beispiel eine Rechnung hinzufügen, die ich bekommen habe. Digistore 24, da habe ich mich angemeldet. Dann erscheint hier grün, Belegerkennung wird durchgeführt, sie ist abgeschlossen. Ihr seht schon, die Belegnummer wurde automatisch richtig hinterlegt. Das ist nämlich die Rechnungsnummer. Wurde erkannt. Das Datum wurde erkannt. Der 20.01. Der Lieferant wurde erkannt. Wenn ihr zum Beispiel den Lieferanten jetzt anlegen möchtet, dann geht ihr einmal rein, löscht einen Buchstaben, fügt nochmal den Buchstaben hinzu und sagt neuen Kontakt erstellen und könnt euch somit hier als Typ den Lieferanten auswählen und eine Lieferantennummer vergeben, die Organisation und alles einmal einfügen. Auch die Zahlungsinformationen einmal hinzufügen. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr direkt aus Safdesk überweisen. Das mache ich jetzt einfach mal. Das Lieferdatum war am selben Tag, zum Beispiel am 20.01. Dann wähle ich meine Position, zum Beispiel ist das Software Miete Lizenzen. Die Konten sagt euch der Steuerberater. Der Betrag wurde automatisch richtig gesetzt. Beschreibung Digistore und ich sage fertigstellen und kann dann mittels eines Klicks eine Überweisung tätigen. Ihr seht dann schon hier, ihr könnt eure Konten auswählen, die ihr angelegt habt. Der Zahlungsempfänger, die IBAN, der Verwendungszweck ist die Rechnungsnummer, die schon eingefügt wird, die Belegnummer. Der Betrag wird schon automatisch eingefügt. Ich muss jetzt nur noch auf Bezahlen klicken und dann mit meinem optischen TAN einfach bestätigen und sofort überweist die Sparkasse im Auftrag von Safdesk die Daten an die IBAN. Ihr müsst euch nicht mehr bei der Bank anmelden, ihr müsst nicht mehr die IBAN eingeben, ihr müsst den Verwendungszweck nicht mehr eingeben, den Betrag nicht mehr eingeben. Das macht alles Safdesk automatisch und ihr habt schon den Beleg erfasst für euren Steuerberater. Das ist jetzt der letzte Schritt, wie wir vom Angebot zum Steuerberater kommen. Nämlich, wir gehen hier links auf Auswertungen und haben dann einmal für uns eine Kostenüberschussrechnung. Das heißt, ihr könnt hier anzeigen lassen vom 1.3. bis zum 30.3., was ihr an Gewinn gemacht habt. Da ich bis jetzt nur eine Zahlung zugeordnet hatte, waren die 800 Euro, wird auch nur das bislang angezeigt. Das heißt, ihr könnt jetzt jeden Monat euch anzeigen lassen, wie viel Gewinn habt ihr gemacht, wie viel ausgegeben, wie viel waren die Einnahmen, die direkte, indirekte Kosten und so weiter. Und habt somit eine direkte Kostenüberschussrechnung. Der Steuerberater kann hier kostenfrei hinzugefügt werden. Das wird euch beim ersten Aufruf direkt angezeigt. Ansonsten könnt ihr ihm auch eure Zugangsdaten geben. Die monatliche Umsatzsteuer kann er direkt anmelden beim Finanzamt. Safdesk bietet auch die Möglichkeit für euren Steuerberater, die Daten als Datev-Export an ihn zu senden. Das heißt, ihr geht hier links auf Exporte und könnt dann die Buchungsdaten plus alle Belege als Datei auswählen und exportieren. Und damit ist der Prozess vom Angebot zum Steuerberater enorm vereinfacht und verschnellert worden.